Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es um den neuen Akkuschrauber von Bosch und zwar den neuen Volksschrauber, den GSR oder GSB 18V65. Und wir klären heute, warum dieser Schrauber eigentlich momentan der beste Schrauber ist, den es von Bosch gibt. Und da werden einige sagen, was Sebastian, erzähl doch nicht so einen Quatsch. Doch, ich bin ganz klar dieser Meinung, aber das klären wir in diesem Video. Das Video ist auch etwas für dich, wenn du sagst, Mensch, ich möchte wissen, welchen Schrauber ich allgemein kaufen soll. Was ist der richtige für mich? 45er, 110 oder irgendwas dazwischen, das klären wir auch. Und wir werden natürlich auch den neuen Schrauber testen. Wie schlägt er sich denn gegen seinen Vorgänger und seine anderen Konkurrenten? Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, was ist der richtige Akkuschrauber? Und das wollen wir heute hier beantworten. Denn die Wahl des richtigen Akkuschraubers ist gar nicht so leicht, denn die Geräte unterscheiden sich mehr als man denkt und das wollen wir heute hier auch rausarbeiten. Zentral geht es natürlich um den 65er und wieso er sich so gut hier einreiht und wirklich ein absoluter, schon Nachfolger des 60C sein könnte. Kommen wir gleich dazu, Namen, Fakten, Daten und so weiter. Ich rate dir aber eine Sache, wenn du gerade überlegst, dir einen neuen Akkuschrauber zu kaufen oder überhaupt im Bereich Bosch Professional dir einen Akkuschrauber zu kaufen, sag nicht einfach, ach, ich nehme einfach den größten, das ist die beste Wahl. Nein, das ist für 95% von euch garantiert nicht die beste Wahl und nicht die richtige Wahl. Und wahrscheinlich sogar vielleicht eventuell der 65er. Wir werden heute in diesem Video auch noch testen nachher, aber erstmal geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Fakt Nummer 1, es gibt noch den 21er und 28er, habe ich heute nicht auf dem Tisch. Zweites Thema ist, natürlich müsste ich hier eigentlich doppelt so viel Akkuschrauber stehen haben, denn jeden einzelnen Akkuschrauber, den ich hier habe, gibt es als GSR und als GSB. GSR heißt, es ist ein normaler Schrauber, ein ganz normaler Akkuschrauber und der GSB in allen Fällen ist jemand, der hat hier eine weitere Funktion, nämlich die Schlagfunktion, um besser in harte Materialien reinzukommen. Also nicht für Holz, sondern in Stein oder, jetzt wollte ich sagen, ähnliche Materialien, fällt mir gar nichts anderes ein. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, also dementsprechend haben wir doch alle hier, aber ich möchte nicht jeweils ein Pendant nochmal als B hier hinstellen, sondern wir haben hier immer den GSR, außer vom neuen. Da schauen wir uns auch gleich nochmal die Schlagfunktion an. So, das ist erstmal das Wesentliche. Jetzt schauen wir mal, welche Geräte haben wir denn hier eigentlich und was kosten sie? Wir haben hier den, und ich sage es nicht jedes Mal dazu, den GSR 18V45. Ansonsten spreche ich nur noch über die Zahl hinten, weil sie heißen alle GSR 18V. Irgendwas. Wir haben hier den 45er, der kostet im Bereich 100 €. Dann haben wir hier den 55er, der kostet im Bereich so 100, 110 €. Ja, unterscheidet sich kaum. Dann haben wir hier den 60er, der ist eigentlich, muss ich den schon hier rausnehmen, weil der 60er gibt es irgendwo zwischen 150 und 200 €, weil er nicht mehr im Markt wirklich gut verfügbar ist. Und dementsprechend auch keine richtige Rolle mehr spielt, weil das ist ja der Vorgänger vom, hier steht er, vom 90C. Ja, der 90er hat ja den 60er abgelöst. Warum, weshalb, wieso, kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir zum 65er. Der hat einen Preis von 150 € aktuell. Schau mal gerne unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich. Da findest du vor allem den aktuellen Preis. Natürlich ist ein sehr neues Gerät, wie sich der Preis entwickelt, bis nach unten, bis nach oben. Bis nach unten natürlich sehr schön, weiß ich aber nicht. Dann kann es vielleicht für dich noch interessanter werden. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter schauen. Diese Geräte, die wir hier haben, 90C, 110 und der 150er, alle die hier sind so zwischen 190 und 230, mal auch ein bisschen teurer, ein bisschen günstiger zu haben. Welche der richtige für dich ist, komme ich gleich dazu. Dann gibt es noch den hier, eigentlich der Schrauber schlechthin heutzutage, das ist der 90FC.
Wechselbohraufsatz, also Wechselfutteraufsatz, nicht Wechselbohraufsatz, Wechselfutteraufsatz. Den hier bekommst du je nach Ausstattung irgendwo solo auch schon für 200 €, aber mit, das macht eigentlich gar keinen Sinn, mit allen Aufsätzen oder mit fast allen Aufsätzen kriegst du so ab 290 €. Schau einfach mal unten auch die verschiedenen Packungsbeilagen, die verschiedenen Varianten findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Apropos verschiedene Varianten. Den 60er gibt es, und wir sprechen ja heute von einem Volksschrauber, also einem Schrauber, der für die breite Masse der Bevölkerung und der Handwerker da ist, auch in einer Spezialvariante. Und zwar gibt es den auch in genau dieser Variante. Als Komplettset. Hier bekommst du das Ganze mit Akku, Lader, Gerät und so weiter, aber auch mit allem möglichen Zubehör. Ja? Von kurzen Bits, von langen Bits, von Bohrer, von diversen Bohrern und so weiter. Alles hier mit dabei, alles in einem Koffer. Ich mache das für euch auch nochmal auf hier. Ja, Moment, das Übliche hier mit diesen Aufklebern. Ja, schaut mal, hier, so kommst du da dran. Schön verstaut. Also wenn du das brauchst, wenn du sagst, für dich interessant, gibt es auch in dieser Variante. So. Jetzt müssen wir uns aber die Geräte aus einer anderen Richtung anschauen. Jetzt haben wir hier den 65er und hier den hier. Wir müssen uns die anschauen. Im Grunde kann man sie auch in zwei Klassen nochmal einteilen. Und zwar eine ganz wichtige Klasse. Die beiden Geräte hier haben kein Kickback-Control. Die Geräte ab hier haben Kickback-Control. Was genau heißt das? Nehmen wir mal den 65er auch, einschalten. Und schon ist er aus. Natürlich schlägst du nicht gegen den Akku gegen und auch nicht gegen deinen Akkuschrauber gegen, sondern es ist dafür da, wenn du ein Loch bohrst, eine Schraube schraubst oder was auch immer, das verhakt sich, verkantet sich oder du kannst die Kraft einfach nicht mehr halten, ja, dann würde er umschlagen und ich höre immer hier auf, ja, weil das die natürliche Position ist, aber wenn das Ding stark genug ist, dann ist das irgendwann eine andere Position natürlich. Und das tut dann weh, das ist nicht schön. Ja? Und genau dafür ist es da, dass er dann nicht weiter dreht, sondern einfach dein Handgelenk, dein Arm oder allgemein deine Gesundheit schont. Das können aber nur die Geräte ab hier, also nur ab dem 60er aufwärts. Das ist ganz wichtig. Und ich würde dir immer raten, ein Gerät mit Kickback-Control zu holen. Also Kickback-Schutz oder Rückschlagschutz, je nachdem wie es heißt, egal jetzt bei welchem Hersteller. Denn selbst hier die 45 Newtonmeter, die der hier hat, ja, können schon dazu führen, dass es dir das Handgelenk umdreht. Erstmal, wenn du dich erschrickst, zweitens, wenn du vielleicht die Kraft gerade im Moment nicht hast. Dementsprechend ist es für mich so, dass ich wirklich immer erst ab 65er so ein Gerät nutze. Ja, das ist nur ein Hinweis von mir. So, dann müssen wir uns mal, Moment, der gehört ja hier hin, dann müssen wir uns jetzt mal Folgendes anschauen. Wie viel Kraft haben die Geräte eigentlich? Denn Kraft kann ja für dich ein entscheidender Fall oder Faktor sein. Wichtig ist aber Folgendes beim Thema Kraft. Häufig und überschätzt man total, wie viel Kraft man braucht. Denn wenn wir jetzt mal von einer handelsüblichen 30 cm langen Schraube sprechen, kann das selbst der 45er. Das funktioniert. Ja? Wenn wir jetzt von so normalen Schrauben sprechen, so irgendwas so ein 50er, 60er, 70er Länge, also schon amtlich große Schrauben, ja? Das ist für keinen Schrauber hier irgendein Hindernis. Ergo, kauf ganz bewusst nicht, nur weil du mal sagst, ja, ich habe auch viele Schrauben und die sind auch ein bisschen größer und ein bisschen größer sind mal so 12 oder 16 cm große Schrauben. Dafür brauchst du diese Monster nicht. Das brauchst du wirklich nicht. Aber lass uns mal über das Thema Kraft sprechen. Wir werden ja auch noch einen Test machen. Wie viel Kraft haben denn die einzelnen Geräte? Da sehen wir gleich, da knubbelt sich gleich etwas hier bei den Geräten. Der 45er hat 45 Newtonmeter. Ganz wichtig, es gibt den weichen Schraubfall, harten Schraubfall, maximales Drehmoment. Ich rede hier vom harten Schraubfall. Ganz wichtig, und wir bleiben auch wirklich genau bei dieser einen Angabe, weil es am einfachsten sonst verwirrt das komplett. Wir haben hier beim 45er 45 Newtonmeter, beim 55er 55 Newtonmeter, beim 60er haben wir 60 Newtonmeter, beim 65er haben wir 63 Newtonmeter. In der GSB-Variante haben wir 2 Newtonmeter mehr. Egal, wir haben irgendwo zwischen 60 und 65 Newtonmeter. Der 90er hat 64 Newtonmeter, natürlich, völlig logisch. Der FC genauso. Warum auch immer, ja, also der Name ist schon merkwürdig, oder? Der 110er hat 85 Newtonmeter, 150er 100 Newtonmeter. Die Namen hier leiten sich vom maximalen Drehmoment ab. Das ist ganz wichtig und verwirrt viele auch. Und ich finde es auch von der Namensgebung ein bisschen schade. Aber ich glaube, es ist marketingtechnisch, macht total Sinn, 150er so zu nennen. Ist halt so, egal.
Was wir jetzt aber sehen, ist Folgendes. Ich nehme jetzt mal den FC mal bewusst hier raus, dass die drei Geräte hier ja, eigentlich alle auf derselben Stelle stehen. Das heißt, wir haben hier irgendwas zwischen 60 und 65 Newtonmeter und echt um 3 Newtonmeter mehr oder weniger, ist völlig wurscht. So, jetzt schauen wir uns mal Folgendes an, wenn wir uns ja auch entscheiden wollen für ein bestimmtes Gerät. Ganz kurz hier, der 45er, wann nehmen wir den? Wenn wir das kompakteste, günstigste, kleinste Modell haben wollen, was es von Bosch gibt. Das ist der Entscheidungsgrund für genau dieses Gerät. Der 55er ist ein Gerät mit schon deutlich mehr Kraft, die 10 Newtonmeter merkt man. Er ist aber nicht mehr so kompakt wie der 45er. Und jetzt müssen wir Folgendes machen, den 60er gibt es ja gar nicht mehr. Ja, der ist im Markt nicht mehr da. Also ist es ja für die Entscheidung für dich gar nicht mehr so relevant. Und der 55er ist ja auch der ausgesprochene Vorgänger, ja, vom 65er. Das heißt, der 55er wird früher oder später auch aus dem Markt rausgehen, vermute ich jetzt mal. Aber jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Wie kompakt ist der eigentlich? Och, das ist ja interessant. Guck mal, der 65er hier, der ist wirklich, wenn wir das mal richtig hinten anlegen, oder wir machen es mal so, ja, hier sieht man es sogar noch besser, der 65er ist kompakter als der 55er. Und wenn wir uns jetzt anschauen, der hier kostet ja nur 40 Euro mehr. Ja, der 65er kostet 40 Euro mehr. Und für 40 Euro bekomme ich ein Gerät, was 10 Newtonmeter rund mehr hat. Ich bekomme ein Gerät, was kompakter ist, sehr wichtig, und ich bekomme Rückschlagschutz. Also wirklich, wenn das nicht 40 Euro mehr wert ist, und deswegen sage ich, es ist eigentlich der Volksschrauber, den die meisten wirklich auch nehmen sollten, weil ganz ehrlich, 40 Euro mehr oder weniger beim Akkuschrauber, den du viele Jahre haben wirst und benutzen wirst, spielt gar keine Rolle, aus meiner Sicht. Ja? So, was wir hier auch noch haben, was das Gerät mehr hat als der 55er ist, wir haben hier unten ein Licht und wir haben hier oben ein Licht. Das heißt, wir haben eine perfekte Ausleuchtung des Ganzen. Das ist der erste Akkuschrauber auch von Bosch, der beide Leuchten hat. Ja? Wir hatten ja vorhin noch gesagt, wir haben jetzt hier beim 65er einen Rückschlagschutz. Super. Und jetzt wird es interessant. Ja? Zum Thema Bohrfunktion oder nicht Bohrfunktion, das machen wir später nochmal, wenn wir den Test abgeschlossen haben, welches der beiden du nehmen solltest. Wenn wir uns jetzt anschauen, wäre der nächste ja danach dann der 90er. Ja? Der 90er kostet nochmal 30, 40, 50 Euro mehr. Aber was ist denn jetzt anders? Ist der jetzt kompakter? Nö. Ja, ist... Also könnte noch mal 2 mm kürzer sein. Okay. Hat er genauso viel Gänge? Ja. Kann er alles machen? Ja. Hat er genauso viel Kraft? Ja. Hat er Rückschlagschluss? Ja. Haben ja beide. Was ich sehr gut finde bei beiden, ich kann es einfach hier unten ausschalten. Kann ich beim 90er auch. Ich kann Kickback off, ausschalten und wieder einschalten. Das heißt, da unterscheiden sich beide gar nicht. Die einzige Unterscheidung zwischen diesen beiden Modellen, und übrigens alle Motoren, ja, darum geht es auch, alle haben hier auch Brushless-Motoren, die einzige Unterscheidung hier ist die Präzisionskupplung zwischen diesen beiden Geräten. Das ist alles. Präzisionskupplung heißt in dem Moment Folgendes, viele von euch kennen das, ich stelle hier meinen Drehmoment ein, auf irgendeine Stufe, Schraube, und wenn die Schraube, ich sag mal, ab einem bestimmten Drehmoment fängt an, die Kupplung zu rattern. Also das ist damit du nicht tiefer reinschraubst, sondern rattert so vor sich hin. Beim 65er rattert es einfach bis die Unendlichkeit. Ich meine, du wirst wahrscheinlich merken, es rattert. Hör ich mal auf. Ja, das kannst du vielleicht auch ein bisschen schneller. Bei dem hier kannst du die Präzisionskupplung ein- oder ausstellen. Das heißt, er macht das nur 1-2 Mal und hört auf. Das heißt, der merkt so, ratatat, Ende. In dem Moment ist es natürlich präziser, sodass du die Schrauben immer exakt gleich schrauben kannst. Das ist der Vorteil vom 90er. Das ist der Hauptunterschied auch von dem hier. Ja, das ist ein C-Modell, das heißt, wir können hier ein Connectivity-Modul einbauen an der Stelle. Das heißt, wir können auch ein bisschen, ich sage mal, bewusst Kleinkram auch per App einstellen, sowas wie Nachleuchtdauer und so weiter und so fort. Ob man das wirklich braucht, schreib du das gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir auch, das sind die direkten Konkurrenten. Wir werden diese drei auch gleich mal testen. Nur der Vollständigkeit halber, wie geht denn das Line-Up weiter? Hier ist ganz logisch, wenn du sagst, naja, ich möchte
Wechselaufsätze haben, was absolut Sinn macht und wirklich genial ist, dann ist es für dich sowieso nicht der 65er, sondern dann ist es der 90 FC, ja, für Flexi-Click. Und da kannst du eine tolle Sachen machen, wie hier zum Beispiel so einen Exzenter-Aufsatz draufschrauben, den du auch in jede beliebige Richtung einstellen kannst, bis hin, dass du hier auch ganz normal dein Bohrfutter aufsetzen kannst. Super Sache, aber hier in der Form den kompaktesten Schrauber hast, der ist sogar noch mal kompakter als der 45er, weil wir können ja hier jetzt einfach ein Bit einsetzen. Ja, mega, mega, mega. Wir können natürlich hier auch sogar schlagen mit bis zu fast einem Joule Schlagenergie mit dem Aufsatz hier. Das ist ein Schlag, den sonst keiner hat. Ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen. Moment. So, jetzt hört ihr das auch gleich. Ja, das ist schon eine richtig krasse Sache, weil wir haben hier wirklich, naja, es ist kein pneumatischer Bohrhammer, aber es ist so eher in die Richtung dessen, weil wir haben hier schon ordentlichen Hub, der auch wirklich ordentlich Abtrag hat. Also wenn du wirklich damit bohren möchtest also wenn du viel mit deinem Akkuschrauber auch bohren möchtest in harte Materialien, ist das hier dein Gerät. Hier hinten, die beiden auch nur kurz erwähnt, sind natürlich unsere Riesenmonster. Ja, hier haben wir 85 Newtonmeter, auch ein ganz anderes Gerät, viel, viel mehr Metall, dafür auch, um bessere Kühlung auch zu gewährleisten und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier den 150er, ja, der mit 100 Newtonmeter angegeben ist, wo du noch eine weitere Funktion hast, also der kräftigste Akkuschrauber von Bosch, der wirklich auch meterlange Schrauben reinschrauben kann. Also das hier gibt nichts, was der gefühlt nicht kann. Was du hier noch machen kannst, du kannst hier einen Winkel angeben, das heißt, er zeigt hier an, in welchem Winkel bin ich gerade, habe ich den richtigen Winkel für meine Schraube und so weiter. Ob du das brauchst, musst du schauen. Aber, und genau deswegen werden wir jetzt mal in den Test gehen, aber viele sagen ganz bewusst, ich kaufe den 150er, aber da kann ich alles mitmachen. Aber wie oft schraubst du eine meterlange Schraube rein? Ja? Und der hier ist aber sowas von schwer und der ist viel, viel, viel schwerer als der 65er. Und wenn du etwas mehr Schrauben schraubst, dann wirst du mit dem sehr leicht ermüden und deswegen ist es eigentlich total sinnvoll, eher ein kleineres Gerät zu kaufen. So, bevor wir jetzt nachher nochmal zum Fazit kommen und ob wir jetzt den nehmen mit der Bohrfunktion oder nicht, kommen wir jetzt mal zum Test. Auf geht's! So, jetzt nochmal hier mit einem Procore-Akku. Nein.
nein, nein, nein. Okay, zweiter Gang, keine Chance. Nächster Gang. Test ist durch und wir haben als allererstes mit genau dieser Schraube getestet. Das ist eine, ich glaube, 8x340, also eine amtliche Schraube, und die hat der 55er einfach versenkt. Einfach zack rein und wieder raus. Hätten die anderen natürlich auch geschafft. Ja? Da siehst du also, was wirklich schon der kleine, kompakte 55er hier kann. Dementsprechend siehst du, wenn du normale Schrauben hast, ist es egal, welchen Schrauber du nimmst. Es geht um diese speziellen Themen, die es eben so besonders machen. Ja? So, wie aber ist jetzt der Leistungsunterschied zwischen genau unseren drei Protagonisten? Das waren ja die hier. 55, 65 und 90. Man hat überall gesehen, dass hier der 55er irgendwo an seinen Leistungsgrenzen ist. Ja? Also deutlich schneller auch an seinen Grenzen ist als die anderen beiden. Ist das für einen Akkuschrauber noch erstaunlich viel, was der kann? Auf jeden Fall. Aber der 65er und der 90er, ja, mit jeweils zwischen 60 und 65 Newtonmeter, haben hier nochmal deutlich mehr Kraft gezeigt. Gerade auch hier haben wir es gesehen, diese 50 cm Schraube, also diese Schraube hier, hat der 65er nicht mehr reinbekommen. Ja? Da war hier Schluss. Falls du dich übrigens wunderst, hier ist irgendwann die Schraube ausgenuddelt gewesen, war meine Schuld, also das hier bitte nicht werten. Die anderen beiden Schrauben, die wir hier sehen, hat der 65er und 90er, haben die beide reinbekommen. Bei der richtig großen hier haben beide irgendwann gesagt, boah, hier ist auch wirklich mal Schluss mit lustig. Da war es sogar so, dass die Geräte irgendwann überhitzt haben beim Reinschrauben. Und da ist es natürlich so, dass wir jetzt hier sehen, der 55er, der hat die so ein bisschen auch angeschraubt bekommen, so leicht rein, aber dann war vorbei. Der 65er und der 90er, die haben es zumindest schon mal ein gutes Stück weiter geschafft, wenn auch nicht rein. Das heißt, hier ist wirklich die Grenze für diesen Akkuschrauber. Aber ganz ehrlich, diese Schrauben machen auch eigentlich keinen Sinn mehr mit beiden Geräten. Da siehst du aber auch wirklich, was sie können. Warum macht das keinen Sinn? Wenn du solche großen Schrauben hast, du hast ja auch gesehen, wie ich da angesetzt habe, wie ich da gehalten und gewirkt habe. Bei solchen Schrauben nimmst du bitte mindestens den 110er oder 150er. Warum? Die haben einen Zusatzhandgriff und dann kannst du ihn ganz anders halten, hast viel mehr Kontrolle. Aber wir haben gesehen, wo die Grenze ist. Dasselbe auch, wenn wir hier unsere Löcher hier gesehen haben beim Bohren, war es so, dass der 55er schon eher deutlich früher aufgehört hat und der 65er und 90er auch auf einer Leistungsklasse waren. Aus Spaß habe ich hier nochmal Folgendes gemacht. Ich habe hier, übrigens alle haben vorhin das hier im ersten Gang nur geschafft. Ja? Ich habe aus Spaß, um auch mal zu sehen, was der Unterschied ist, auch für euch zu zeigen, mal mit dem 150er hier denselben Bohrer genommen und habe hier im zweiten Gang einfach mal durchgezogen und dann, wir blenden das mal nochmal ein, das ist ein Fest, ja, ohne Frage. Aber du hast halt auch ein deutlich größeres und deutlich weniger kompaktes Gerät in der Hand. Sodass wir aber jetzt bei unserem Test Folgendes feststellen können. Wenn wir jetzt hier den Vergleich haben zum 55er, das deutlich stärkere Gerät, ohne Frage, das deutlich bessere Gerät, auch ohne Frage, nochmal 40 € mehr, aber der 90er kann sich da nicht absetzen, ja? Sondern der 90er ist wirklich etwas vom Kraft her, was identisch ist zum 65er. Das ist ganz wichtig für euch. Und den 90er, da ist es so, dass ihr eigentlich aus meiner Sicht, ist es nur der 90er nur eine Alternative im Bereich FC. Da ganz klar, als Fazit nimmt man dann eher den FC, aber bezahlt auch doppelt so viel anstatt 150 mit den ganzen Aufsätzen, eher so im Bereich 300 €. Ohne Akku, ohne Lader, ohne alles. Musst du wissen, ob du das nutzt. Ich persönlich liebe das Thema FlexiClick ohne Ende. Ja? So, und jetzt haben wir für dich erstmal so grob mal eingerenkt. Jetzt immer noch die Frage, nimmst du jetzt den mit Bohrfunktion oder nicht? Bei der Bohrfunktion müssen wir ganz klar sagen, okay, er ist länger, ja?
Er trägt hier etwas länger auf, ganz einfach um diesen Ring herum. Das heißt, der Ring ist ja hier dazwischen geschoben quasi und dementsprechend ist er auch ein Tick länger. Das Gerät kann sonst, ja, es hat, ich glaube, 2 Newtonmeter mehr bei Bosch angegeben. Ob das wirklich, weiß ich nicht, warum das so sein sollte, aber sei es auch. Das ist für mich kein Entscheidungsgrund. Wir haben jetzt hier die Schlagfunktion. Und du solltest das Gerät hier wirklich nur nehmen, wenn du sagst, also den GSB mit der Schlagfunktion, Schlagbohrfunktion, wenn du kein anderes Gerät hast, um Löcher zu bohren. Das heißt, du sagst, ich habe sonst nichts, ich habe genau nur diesen Akkuschrauber, mit dem möchte ich Löcher bohren, dann macht das Sinn, dann nimm das. Wenn du aber auch nur den kleinsten Bohrhammer hast, ja, selbst wenn nur 1 Joule Schlagenergie hat, wird er immer mehr Spaß machen als dieses Gerät, weil wir haben hier nur einen Hub von im Bereich 1 Millimeter, den wir hier da vorne schlagen und dementsprechend ist es so, dass es wirklich ein sehr langsames Vorkommen ist und eher eine Notbehelf anstatt eines echten Bohrerlebnisses quasi, was du jetzt zum Beispiel schon hättest, wenn du den F10 nimmst mit diesem Aufsatz, ja, oder einen richtigen, ordentlichen, pneumatischen Bohrhammer, den es ja von Bosch auch gibt. Schönes Gerät, Stichwort 22er, die Kenner wissen, was ich meine. So, jetzt haben wir es eingeordnet. Ich persönlich muss sagen, den legen wir mal wieder zur Seite, ich persönlich muss sagen, wenn wir jetzt ein Gerät haben wollen, wenn du jetzt sagst, ich brauche einen sehr guten Akkuschrauber, der nicht Flexi-Click hat, das Thema hier, und wo ich mit einem normalen Kraft auskomme, dann ist der 65er einfach, wie man so neudeutsch sagt, der absolute Sweet Spot. Das ist der Schrauber in der gesamten Range, wo ich sage, Preis, Leistung, Form, Funktion, alles zusammen. Das ist der Schrauber. Und da kann man auch nichts anderes sagen, außer du willst diese kleinen Sachen haben. Du sagst hier, Präzisionskupplung ist für mich wichtig, dann solltest du den nehmen. Außer du sagst, Flexi-Click ist für mich wichtig, außer du sagst, noch mehr Kraft ist für mich wichtig, dann sind es diese Geräte. Für 99,999% aller Anwendungsfälle wird der 65er exakt das Gerät sein, was du gerne in der Hand hast. Das ist meine Meinung. Mich würde mal jetzt eure Meinung interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Denkt auch an das Gewinnspiel. Und solange kann ich nur sagen, ran an den Schrauber und bis zum nächsten Mal.